Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Ein außergewöhnliches Talent, das gerade mal 18 Jahre ist. Spielintelligenz, Weltklasse, Tempo, elegant. Passspiel sehr durchdacht. Viele vergleichen ihn sogar mit Superstar Arjen Robben oder mit Lionel Messi, die ebenfalls auf dem rechten Flügel agierten. Sein Spielstil, warum er aktuell einer der wichtigsten Spieler Barças ist und was ihn so gut macht, erkläre ich euch genau jetzt. Bevor wir das Video fortsetzen, möchte ich kurz mal auf Aquaglobal eingehen. Aquaglobal ist ein deutsches Unternehmen, das Geräte zur Wasserfilterung herstellt. Verschiedene ppm-Tests haben bewiesen, wie schädlich Leitungswasser für unseren Körper eigentlich ist. Übrigens, ppm steht für Parts per Million und zeigt, wie viele Teilchen von Fremdstoffen sich auf 1 Million Molekülen sich befinden. Also, viele Leute haben leider noch nicht begriffen, dass Leitungswasser eigentlich größtenteils recyceltes Wasser ist, das entweder aus der Dusche, der Toilette oder des Waschbeckens kommt. Zwar wird dieses Wasser dann von Großanlagen gereinigt, allerdings ist dies nur ein grober Prozess und billige Kannfilter sind dabei auch keine wirklichen Hilfe. Hier mal ein Vergleich zwischen einem Kannfilter und der Aquaglobal Wasserbar. Hierbei bekommen beide Filter Lebensmittelfarbe ins Wasser gemischt. Sobald das Wasser einen ppm-Wert unter 40 erreicht, ist es in der Lage, unseren Körper zu reinigen. Nach der Filterung werden die Werte nochmal gemessen und das Ergebnis seht ihr ganz klar selbst. Wir selbst besitzen das Mini-Touch-Modell und sind völlig zufrieden damit. Falls ihr also Interesse habt, könnt ihr gerne die Website www.aquaglobal.com besuchen und mit dem Code 136407 kriegt ihr nochmal 20% Rabatt auf alle eure Einkäufe. Also zurück zum Video. Yamal zeichnet sich nicht nur durch seine außergewöhnlichen Technikenfähigkeiten aus, nein, sondern auch durch seine bemerkenswerte Spielintelligenz. Sein Verständnis für den Fußball geht weit über das hinaus, was man normalerweise von einem Spieler seines Alters erwarten würde. Er kann Spielsituationen mit beeindruckender Präzision analysieren, trifft in Bruchteilen von Sekunden die richtigen Entscheidungen und setzt diese mit exzellenter Technik um. Besonders seine Fähigkeit, die Bewegungen seiner Mitspieler und Gegenspieler vorherzusehen, macht ihn zu einem Spieler, der das Spiel nicht nur spielt, sondern es lenkt und denkt. Diese Spielintelligenz zeigt sich besonders in der Art und Weise, wie er sich auf dem Spielfeld bewegt. Er ist nicht nur ein Spieler, der sich auf seine Technik verlässt, sondern jemand, der auch das gesamte Spielfeld und die Dynamiken innerhalb eines Spiels im Blick hat. Seine Laufwege sind genau geplant und strategisch klug gewählt. Ob mit oder ohne Ball, jede Bewegung hat einen klaren Zweck. Entweder um Räume zu öffnen, Gegenspieler aus ihren Positionen zu ziehen oder um sich selbst in eine bessere Position zu bringen. Dadurch schafft er es nicht nur, sich selbst in gefährliche Situationen zu bringen, sondern auch seine Mitspieler durch cleveres Positionsspiel gut zu unterstützen. Ein gutes Beispiel für seine herausragende Spielintelligenz war sein Steckpass in der 66. Minute des Champions League Hinspiels gegen Borussia Dortmund. Diese Szene ist eine perfekte Veranschaulichung seiner Fähigkeit, Spielsituationen blitzschnell zu erkennen und darauf mit der bestmöglichen Entscheidung zu reagieren. Lopez spielt ihm einen kurzen Pass und während viele Spieler erst abwarten oder sich orientieren müssen, sieht Yamal sofort, dass sich eine Möglichkeit für seine vertikale Kombination eröffnet. Er erkennt den Lauf von Lopez in die Tiefe, analysiert die Position der Gegenspieler und spielt einen perfekt getimten Steckpass auf Fermin, der den Ball zu Lewandowski weiterleitet. Diese Aktion ist nicht nur technisch brillant, sondern auch ein klares Beispiel für seine Fähigkeit, das gesamte Spielfeld im Blick zu behalten und die optimalen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen. Eine weitere beeindruckende Facette seiner Spielintelligenz ist seine Fähigkeit, die Körpersprache seiner Gegenspieler zu lesen und darauf zu reagieren. Er sieht genau, wann ein Verteidiger einen Schritt zu aggressiv nach vorne geht, wann eine Lücke entsteht oder wann der Moment gekommen ist, sich aus einer schwierigen Situation zu befreien. Diese präzise Wahrnehmung erlaubt es ihm nicht nur im Dribbling überlegen zu sein, sondern auch im Passspiel immer den richtigen Moment abzuwarten. Er kann eine Verteidigung mit kleinen Bewegungen aus der Balance bringen, Gegenspieler verwirren und dadurch Räume für sich und sein Team schaffen. Diese Art des Spiels erfordert ein außergewöhnliches taktisches Verständnis, das ihn von vielen anderen jungen Spielern abhebt. Ein weiteres Merkmal seiner Spielintelligenz ist sein Gespür für die Struktur eines Spiels. Er kann nicht nur auf bestimmte Situationen reagieren, sondern auch aktiv das Tempo eines Spiels bestimmen.
Er versteht genau, wann es angebracht ist, das Spiel zu beruhigen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und den Rhythmus zu kontrollieren. Gleichzeitig erkennt er aber auch die perfekten Momente, um das Tempo zu erhöhen und die gegnerische Abwehr durch schnelle Kombinationen oder vertikale Pässe auszuhebeln. Dieses Gespür für den richtigen Zeitpunkt ist entscheidend, insbesondere auf höchstem Niveau, wo jede falsche Entscheidung große Konsequenzen haben kann. Zusätzlich zu seiner Fähigkeit, das Spiel zu lesen, zeigt sich seine Intelligenz aber auch darin, wie er sich in den verschiedenen Phasen des Spiels bewegt. Er kann seine Position flexibel anpassen, erkennt, wenn er eine etwas tiefere Rolle übernehmen muss, um das Spiel seiner Mannschaft mitzugestalten und weiß gleichzeitig, wann er sich weiter nach vorne orientieren sollte, um selbst eine gefährliche Aktion einzuleiten. Diese Vielseitigkeit ist selten für einen Spieler seiner Altersklasse und zeigt, dass sein Fußballverständnis weit über das hinausgeht, was man normalerweise von einem jungen Talent erwarten würde. Letztlich ist es ein unermüdlicher Wille, sich ständig weiterzuentwickeln, der ihn so besonders macht. Er analysiert seine eigenen Leistungen, sieht sich Spielszenen genau an und arbeitet gezielt daran, sein Spiel noch intelligenter zu gestalten. Er versteht, dass Fußball nicht nur eine Frage der Technik oder Athletik ist, sondern ein Spiel des Denkens und der Entscheidungsfindung. Durch seine Kombination aus überragenden Technik und brillantem taktischen Verständnis wird er nicht nur für seine Gegner immer schwieriger zu verteidigen, sondern auch für seine Mitspieler immer wertvoller. Lamine ist damit nicht nur ein Spieler, der das Spiel spielt, sondern es gestaltet und beeinflusst. Seine Spielintelligenz zeigt sich in seinen Bewegungen, seinen Entscheidungen und in seinem überragenden Gespür für den perfekten Moment. Sein Talent ist beeindruckend, aber es ist seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und zu steuern, die ihn wirklich zu einem außergewöhnlichen Spieler machen. Wer ihn auf dem Platz beobachtet, erkennt sofort, dass er nicht nur ein Fußballer mit technischen Fähigkeiten ist, sondern einer, der das Spiel mit seinem tiefen Verständnis und außergewöhnlicher Intelligenz führt. Yamal ist ein Spieler, der seine Schnelligkeit gezielt einsetzt, um auf der Außenbahn Verteidiger auszuspielen. Besonders auffällig ist seine Technik, mit der er sich den Ball leicht vorlegt und dann mit einem explosiven Antritt vorbeisprintet. Falls ihr euch fragt, wann die Statistiken zum Vorschein kommen, keine Sorge, zu denen kommen wir ganz später und glaubt mir, ich werde euch mit genug an Statistiken füttern können. Nun, oft ist es aber auch zu sehen, dass er mit seinem Linken in die Mitte zieht. Diese schnellen Richtungswechsel und seine präzisen Körperfinden verdankt er seiner außergewöhnlichen Agilität und Wendigkeit, die ihn zu einem schwer stoppenden Spieler machen. Seine Bewegungen sind flüssig und sehr gut getimt und stets mit einer klaren Absicht verbunden, was ihn in 1-gegen-1 Situationen besonders gefährlich macht. Seine enge Ballführung ermöglicht es ihm, sich auch unter Druck geschickt durch die gegnerische Defensive zu bewegen. Er kontrolliert den Ball mit hoher Präzision und nutzt seine schnellen Füße, um Gegner auszuspielen. Besonders auffällig ist seine Fähigkeit, sich mit kleinen Bewegungen aus schwierigen Situationen zu befreien. Er behält stets die Übersicht, erkennt offene Räume und passt seine Dribbeltechnik entsprechend an. Dabei nutzt er nicht nur klassisch Finten, sondern auch Täuschungen mit seinem Körper, um Verteidiger aus dem Gleichgewicht zu bringen. Seine schnellen Drehungen und Richtungswechseln sorgen dafür, dass seine Gegner oft das Nachsehen haben. Was ihn besonders von anderen Flügelspielern unterscheidet, ist sein Gleichgewicht zwischen Schnelligkeit und Kontrolle. Viele schnelle Spieler verlieren bei hohem Tempo die Kontrolle über den Ball oder treffen unüberlegte Entscheidungen. Yamal hingegen bleibt trotz hoher Geschwindigkeit ruhig und behält stets die Übersicht über die Spielsituation. Diese Fähigkeit macht ihn besonders schwer auszurechnen, da er nicht nur auf reine Geschwindigkeit setzt, sondern sein Dribbling mit technischer Präzision verbindet. Dies zeigt sich auch deutlich in seinen Statistiken. In der La Liga-Saison 24/25 ging er in etwa 289 Dribblings, von denen 161 erfolgreich waren. Das ergibt eine Dribblings-Erfolgsquote von rund 55,7%. Zum Vergleich, Arjen Robben erreichte in seiner Glanzzeit bei den Bayern im Jahr 2013 eine Erfolgsquote von etwa 57%, was zeigt, dass Yamal bereits auf einem sehr hohen Niveau spielt. Besonders bemerkenswert ist, dass die durchschnittliche Erfolgsquote für Dribblings in La Liga bei etwa 47% liegt. Yamal liegt damit deutlich darüber und gehört damit zu den besten Dribblern der Liga. Eine weitere Stärke, die sein Dribbling ergänzt, ist sein Tempo. Nicht nur seine Endgeschwindigkeit ist beeindruckend, sondern auch die Art und Weise, wie er sein Tempo einsetzt. Er variiert geschickt zwischen schnellen und langsamen Bewegungen, um seinen Gegenspieler aus dem Konzept zu bringen.
Besonders effektiv ist sein plötzlicher Antritt aus dem Stand, mit dem er Verteidiger überrumpeln kann. Durch seine blitzschnellen Beschleunigungen zwingt er seine Gegner dazu, tief zu stehen oder ihn mit mehreren Spielern zu doppeln, was wiederum Räume für seine Mitspieler öffnet. Gerade in Umschaltsituationen ist er enorm wertvoll, da er es schafft, mit wenigen Ballkontakten große Distanzen zu überbrücken und die offensive Line seines Teams schnell voranzutreiben. Besonders unglaublich ist es auch, wenn er sein Tempo mit seiner Spielintelligenz kombiniert. Er erkennt genau, wann der richtige Moment für einen explosiven Antritt gekommen ist und wann es sinnvoller ist, das Spiel zu beruhigen. Diese Entscheidungsfindung ist entscheidend, da es auf höchstem Niveau darauf ankommt, nicht einfach nur schnell zu sein, sondern das Tempo strategisch zu nutzen. Während viele junge Spieler dazu neigen, sich auf ihre Schnelligkeit zu verlassen und in schwierige Aktionen zu landen, zeigt Yamal eine bemerkenswerte Kontrolle über seine Bewegungen. Er weiß genau, wann er sprinten muss und wann eine Täuschung oder eine plötzliche Drehung effektiver ist. Zusammen mit seiner Dribbelstärke und seinem explosiven Tempo ergibt sich eine einzigartige Kombination, die ihn zu einem schwer verteidigenden Spieler macht. Er kann aus dem Nix heraus gefährliche Angriffe einleiten, Gegner ausspielen und seine Mannschaft durch schnelle und präzise Aktionen voranbringen. Seine Fähigkeit, Tempo und Dribbling perfekt zu kombinieren, macht ihn zu einer wichtigen Offensivwaffe, die gegnerische Abwehrreihen regelmäßig auf neue große Herausforderungen stellt. Mit seinen Statistiken zeigt er bereits jetzt, dass er zu den besten Dribblern der Liga gehört und sein Potenzial lässt vermuten, dass er in den kommenden Jahren noch gefährlicher werden wird. Beschäftigen wir uns jetzt doch mal mit seinem Passspiel. Viele da draußen wissen, dass Yamal genauso wie beim Dribbeln unglaublich gut beim Passen ist. Dabei ist es beeindruckend zu sehen, mit welcher Präzision und Übersicht er das Spiel lenkt. Seine Technik ist makellos, seine Entscheidungen durchdacht und seine Fähigkeiten, das Spiel zu überblicken, macht ihn zu einem herausragenden Spielmacher seiner Generation. Besonders auffällig sind seine Außenrisspässe, die er mit bemerkenswerter Leichtigkeit vom rechten Flügel in die Spitze spielt. Seine Bewegungen sind flüssig, sein Timing perfekt und genau das hebt ihn von anderen Spielern ab. Nun zurück zum Thema. In dieser La Liga-Saison macht er beeindruckende 13 Assists. Ein beachtlicher Wert, der zeigt, wie wichtig er für das Offensivspiel seines Teams war. Doch noch faszinierender ist sein XA-Wert, der bei 11,16 liegt. Diese Zahl verdeutlicht, wie effektiv er Chancen kreiert und wie sehr er seine Vorlagen das Spiel beeinflusst. Dabei darf man nicht vergessen, dass viele seiner Assists unter enormem Druck entstanden sind. Gegnerische Verteidiger versuchen ihn zu stoppen, ihn zu bedrängen oder seine Entscheidungsfindung zu stören. Doch Yamal bleibt immer ruhig, überlegt und setzt dennoch punktgenaue Pässe in den entscheidenden Momenten. Diese Fähigkeit hebt seine Reife und sein Spielverständnis für den Fußball noch einmal besonders hervor. Junge Spieler neigen oft dazu, hektische Entscheidungen zu treffen oder unter Druck unpräzise zu agieren. Doch Yamal beweist eine erstaunliche Gelassenheit. Er weiß genau, wann er das Tempo anziehen muss, wann er das Spiel verlangsamen sollte und wie er seine Mitspieler bestmöglich in Szene setzt. Diese Ruhe und Präzision sind nicht nur ein Zeichen seiner außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten, sondern auch ein Hinweis auf sein taktisches Verständnis. Er spielt nicht nur Pässe, er denkt das Spiel, er analysiert es und er handelt entsprechend. Was er auch öfters gerne macht, ist mit dem Ball nach innen zu ziehen und dann eine hohe Flanke auf den zentralen Stürmer zu spielen. Dieses taktische Element seines Spiels zeigt, wie vielseitig er ist. Er kann sowohl kurze, präzise Pässe spielen, als auch mit langen Bällen gefährliche Situationen kreieren. Allerdings liegt seine Flankengenauigkeit bei etwa 20%, was zeigt, dass etwa jede 4. bis 5. Flanke ankommt. Dieser Wert ist ganz okay oder solide, aber auch ein Bereich, in dem er sich noch weiter verbessern kann. Doch selbst hier erkennt man seinen enormen Wert für das Team. Denn selbst wenn nicht jede Flanke perfekt sitzt, sorgt sein Spielstil dennoch dafür, dass er es immer wieder schafft, gefährliche Szenen zu kreieren. Um seine Spielweise weiter zu analysieren, lohnt es sich sehr, auf die verschiedenen Arten seiner Pässe zu achten. Einerseits sind es die kurzen, einfachen Pässe, mit denen er das Spiel strukturiert, oder andererseits sind es die weiträumigen Zuspiele, die oft aus dem Nix eine Torchance entstehen lassen. Genau diese Mischung aus Präzision und Kreativität macht ihn so gefährlich, wenn man sich seine Spielweise ansieht. Bemerkt man schnell, dass er immer eine Vision hat. Er weiß genau, was er mit dem Ball machen möchte, bevor er ihn überhaupt erhält.
Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft seines Passspiels ist seine Fähigkeit, unter Druck richtige Entscheidungen zu treffen. In hektischen Spielsituationen, wenn die Verteidiger aggressiv pressen und ihn unter Druck setzen, bleibt er ruhig und besonnen. Er trifft seine Entscheidung innerhalb von Sekundenbruchteilen und findet dennoch die beste Lösung. Das ist eine Fähigkeit, die nur die besten Spielmacher beherrschen, und Yamal gehört definitiv dazu. Diese Ruhe unter Druck zeigt sich auch in seinen Pässen in den Strafraum. Er spielt mit einer Genauigkeit, die es seinen Mitspielern sehr gut ermöglicht, den Ball direkt zu verwerten. Besonders auffällig sind die Schnittstellenpässe, mit denen er die Abwehr aufreißt. Diese Pässe sind nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch taktisch sehr wertvoll. Sie zeigen, dass er nicht nur instinktiv spielt, sondern das Spiel auch aktiv lenkt. Wenn man sich seine Statistik ansieht, fällt zudem auf, dass seine Passquote insgesamt sehr hoch ist. Seine Genauigkeit bei kurzen und mittleren Pässen ist bemerkenswert und zeigt, wie gut er das Spiel aus dem Mittelfeld heraus kontrolliert. Auch seine langen Bälle haben eine solide Erfolgsquote, was zeigt, dass er ein vielseitiger Passgeber ist, der verschiedene Spielweisen miteinander kombiniert. Zu guter Letzt sollte man auch seinen Einfluss auf das Team nicht unterschätzen. Seine Pässe sind nicht nur präzise, sondern auch strategisch entscheidend. Viele seiner Assists haben direkte Auswirkungen auf das Spielgeschehen und führen zu wichtigen Toren. Dies zeigt, dass er nicht nur individuell stark ist, sondern auch als Teampartner einen großen Wert hat. Yamal ist somit nicht nur ein herausragender Dribbler, sondern auch ein außergewöhnlicher Passgeber. Seine Übersicht, seine technischen Fähigkeiten und seine klugen Entscheidungen machen ihn zu einem sehr spannenden Spieler seiner Position. Er kreiert Chancen, er setzt seine Mitspieler perfekt ein und er zeigt eine Reife, die für sein Alter mehr als beeindruckend ist. Seine Entwicklung bleibt spannend zu beobachten, denn wenn er weiterhin an seinen Stärken arbeitet und sich in den noch offenen Bereichen verbessert, steht ihm eine sehr außergewöhnliche Karriere hervor. Kommen wir nun zu seinem Abschluss. Euch ist bestimmt auch bewusst, dass er eigentlich einen präzisen Schuss hat. Seine Lieblingsschusstechnik ist sehr wahrscheinlich der Schlenzer, den er nach einem Zug ins Zentrum macht. Besonders auffällig ist dabei die Art und Weise, wie er diesen Schuss vorbereitet. Er nimmt den Ball mit einer engen Ballführung mit, beobachtet die Bewegungen der Verteidiger und nutzt die kleinste Lücke aus, um einen Schlenzer anzusetzen. Diese Technik erfordert nicht nur eine herausragende Ballkontrolle, sondern auch ein super gutes taktisches Verständnis, um genau zu wissen, wann der richtige Moment gekommen ist, um abzuschließen. Überraschenderweise habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, dass seine Schussgenauigkeit bei gerade mal ca. 33% liegt, was teilweise sogar unterdurchschnittlich ist, wenn man bedenkt, dass der Wert seiner Mannschaft bei fast 39% liegt. Wenn man die Statistiken nicht gesehen hat, könnte man denken, dass seine Quote bei locker 50% liegt oder sogar mehr. Das liegt vor allem daran, dass seine Schüsse oft sehr technisch anspruchsvoll sind. Der Schlenzer ist eine Technik, die hohe Präzision erfordert und es gibt immer das Risiko, dass der Ball nicht optimal getroffen wird. Dennoch ist es eine Technik, die ihn gefährlich macht und ihm die Möglichkeit gibt, auch aus schwierigen Positionen Tore zu erzielen. Aber weil das nicht auffällt, ist es eher irrelevant. Es ist dafür aber interessant zu sehen, dass sein Spielstil ihn oft dazu verleitet, aus Positionen zu schießen, die nicht immer optimal sind. Das erklärt auch teilweise, warum seine Schussgenauigkeit im Vergleich zu anderen Spielern niedriger ausfällt. In dieser La Liga-Saison schoss er insgesamt 9 Tore, was eine solide Anzahl ist, wenn man seine Position und Rolle im Team berücksichtigt. Wenn man das mit seinem XG-Wert von 9,81 vergleicht, zeigt sich, dass er 91% der erwarteten Tore tatsächlich erzielt hat. Trotzdem zeigt seine Leistung, dass er eine konstante Gefahr für die Verteidiger darstellt und immer wieder in Situationen kommt, in denen er abschließen kann. Wenn man sich seine Schussstatistiken genauer ansieht, fällt auf, dass er nicht nur mit Schlenzern abschließt, sondern auch manchmal versucht, mit kraftvollen und direkten Schüssen Tore zu erzielen. Diese Variation in seinem Abschlussverhalten zeigt, dass er sich nicht nur auf seine Technik verlässt, sondern sein Spiel an die Situation anpasst. In einigen Fällen sieht man, dass er bewusst die Richtung seiner Schüsse verändert, um den Torhüter zu überraschen. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass er oft aus ähnlichen Bereichen auf dem Spielfeld schießt. Besonders häufig kommt es vor, dass er von der rechten Seite ins Zentrum zieht und dann direkt abschließt.
Diese Bewegungsabläufe sind mittlerweile bekannt, aber trotzdem bleibt er gefährlich, weil seine Technik eine hohe Qualität besitzt. Die Tatsache, dass er diese Saison 9 Tore erzielt hat, zeigt, dass er bereits auf einem guten Niveau ist. Alles in allem bleibt festzuhalten, dass Yamal ein technisch herausragender Spieler ist, dessen Abschlussspiel zwar nicht immer perfekt ist, aber dennoch sehr gefährlich bleibt. Wenn man seinen XG-Wert als Maßstab nimmt, sieht man, dass er leicht unter dem erwarteten Wert liegt, aber dennoch gute Quote erreichte. Jetzt haben wir die ganze Zeit über seine Stärken geredet. Aber da, wo es Stärken gibt, gibt es auch, sagen wir mal so, Potenziale oder potenzielle Verbesserungen. Und da hat Jamal vor allem welche, was die Defensive oder das Mentale angeht. Für einen so jungen Spieler wie ihn ist es eine große Herausforderung, diese Belastung im Profifußball zu verkraften und sich dann auf einmal gegen große, robuste Verteidiger durchzusetzen. Denn wir wissen alle, Yamal ist gerade nicht der muskulöseste. Dabei könnte gezieltes Krafttraining helfen, seine Standfestigkeit zu verbessern und ihm mehr Stabilität in direkten Zweikämpfen zu geben. Es geht jetzt auf keinen Fall darum, seine Spielweise irgendwie grundlegend zu ändern oder sowas, sondern einfach ihm die Möglichkeit zu geben, sich besser gegen physisch stärkere Gegner zu behaupten. Ein ausgeprägtes Körpergefühl und eine stärkere Muskulatur könnten ihm helfen, seine Balance unter Druck zu halten und sich gegen aggressive Verteidiger nicht so leicht unter den Rhythmus bringen zu lassen. Darüber hinaus könnte er seine Effizienz vor dem Tor verbessern. Keine Frage, er hat ein super Gefühl für den Ball, aber er könnte seine Schussgenauigkeit noch ein bisschen erhöhen, wenn nicht sogar ein Stück. Oft sind es kleine Details, die den Unterschied zwischen einem guten und einem herausragenden Spieler ausmachen. Seine Abschlussstärke ist bereits auf einem guten Niveau, aber wenn er es schafft, noch präziser zu werden und sich in engen Situationen die nötige Ruhe zu bewahren, könnte er deutlich mehr Tore erzielen. Ein gezieltes Training in Abschlusssituationen, bei dem er unter Druck schnelle Entscheidungen treffen muss, wäre ideal, um seine Quote vor dem Tor zu verbessern. Denn am Ende zählt nicht nur die Technik, sondern auch das Gespür für den richtigen Moment. Mit mehr Erfahrung und gezieltem Training könnte er ein noch gefährlicher Torjäger werden und seine Mannschaft mit entscheidenden Treffern unterstützen. Die Grundlagen sind bereits da. Jetzt geht es darum, diese Feinheiten weiterzuentwickeln und sich in den entscheidenden Momenten noch konstanter zu präsentieren. Lamine Yamal ist ein Spieler, der schon mit 18 Jahren ausgezeichnet spielt und ganz klar schon zu den Besten gehört. Ganz am Anfang hatte ich ja erwähnt, dass Yamal oft mit Robben und Messi verglichen wird, die auch auf dem rechten Flügel spielten. Die Frage ist nun, ob er schon auf dem Niveau von denen ist. Die Antwort: nein, noch nicht ganz. Aber hey, er ist noch jung, trotzdem schon ein Ballon d'Or-Kandidat und kann noch viel lernen. Und ein paar Jahre später ist er bestimmt einer der Besten aller Zeiten. Das war's auch mit dem Video. Habt ihr Wünsche von mehr solcher Videos oder was ist eure Meinung dazu? Oder soll ich meine Saisonanalyse über Doué machen? Denn glaubt mir, die wird sehr spannend und auch etwas kürzer. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da oder macht den Abo-Button unbedingt grau. Bye.